Ihr seid auf einer Landstraße unterwegs und plötzlich gibt es eine Geschwindigkeitsbeschränkung durch Zeichen 274 mit Zusatzzeichen, also zum Beispiel Tempo 60 und drunter das Zusatzzeichen Rollsplit. Wann ihr eine solche Kombination beachten müsst und wann vielleicht doch nicht, das erklären wir euch jetzt in diesem Video. Mein Name ist Stefan Miller, ich bin ADAC Clubjurist. In diesem Video hier, da habe ich schon mal erklärt, dass so ein Zusatzzeichen zu Zeichen 274 normalerweise eben eigentlich nur deklaratorischen Charakter hat. Was bedeutet das? Durch dieses Zusatzzeichen soll erklärt werden, warum es diese Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Es hat also keinen konstitutiven Charakter, das heißt, es kommt nicht auf das Eintreten irgendeiner Bedingung drauf an. Das ist mal der Grundsatz. Die ganzen Ausnahmen erkläre ich euch dann jetzt. Also ein paar typische Beispiele dafür, dass es eben nur erklärend ist, wäre die Schule. Da ist also immer die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten und wir haben halt nur die Erklärungsschule, selbst wenn da eben kein Schüler unterwegs ist oder auch wenn gerade Ferien sind. Genau dasselbe ist das Seniorenwohnheim. Auch hier, wenn ihr dann mitten in der Nacht dran vorbeifahrt und natürlich da kein Senior unterwegs ist, dann müsst ihr euch trotzdem an die, sage ich jetzt mal, 30 km/h halten. Und worüber man sich eben vor Gericht auch gestritten hat, ist das Zusatzzeichen Lärmschutz. Da ist also der Betroffene mit seinem Elektrofahrzeug an einer solchen Stelle vorbeigefahren und hat eben gemeint, er würde ja gar keinen Lärm verursachen, deswegen gilt es für ihn nicht. Da hat das Kammergericht Berlin dann dazu ausgeführt, wenn der Betroffene schneller fahren möchte als andere Verkehrsteilnehmer, dann muss er das dadurch erreichen, dass eben dem Zeichen 274 ein Zusatzzeichen hinzugefügt wird, das Elektrofahrzeuge genau von der Beschränkung ausnehmen soll. Des Weiteren sagt das Gericht, ein solches Verwaltungsverfahren wäre auch der Ort, an dem die Gefährlichkeit des Mitzieheffekts, hier wäre der Begriff der Normbeachtungserosion passender erörtert werden könnte. Also sagt das Gericht letztendlich, es steht halt nicht im Ermessen des Fahrers, des Betroffenen, ob er sich jetzt an das Schild hält, sondern das Schild gilt und wenn es mir nicht passt, dann muss ich eben gegen diese Beschränkung oder gegen die Beschilderung als solche vor dem Verwaltungsgericht vorgehen. Ja, ein weiteres Beispiel für so ein rein erklärendes Zusatzzeichen, das ist eine niedersächsische Besonderheit, nämlich der Baumunfall. Der schaut also in der Kombination mit 70 km/h so aus. Und da kam eben der Betroffene auf die Idee, das sei als solches verwirrend. Man könne ja auf die Idee kommen, dass die 70 nicht gelten, weil in einer Allee eine besondere Gefahr von Baumunfällen besteht, sondern das Tempolimit könne ja nur dann gelten, wenn tatsächlich bereits ein Pkw im Baum drin gelandet ist und deswegen man mit besonderer Vorsicht mit 70 km/h an dieser Kollision, an dem verunfallten Fahrzeug vorbeifahren müsse. Ja, auch hier ging es dann bis zum OLG Oldenburg in dem Fall, welches dann dieser Interpretation eine klare Absage erteilt hat. Die haben gesagt, ein durchschnittlicher Verkehrsteilnehmer gehe nicht davon aus, dass das Tempolimit nur dann gelte, wenn ein Fahrzeug vor einem Baum gefahren sei. Er komme auch nicht ernsthaft auf die Idee, dass er die Geschwindigkeitsbeschränkung nur dann zu beachten habe, wenn mitten auf der Fahrbahn ein Baum stehe oder dass er nicht mit einer höheren Geschwindigkeit als 70 km/h gegen den Baum fahren dürfe. Letztlich ist es schon so, dass eben viele Zusatzzeichen wegen einer gewissen Interpretationsunsicherheit nur noch mit Gefahrenzeichen kombiniert werden und eben nicht mehr mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ein in der Presse viel beachteter Fall, das war die Entscheidung des OLG Hamm vom 4.9.2014. Da sah die Kombination noch anders aus. In diesem Fall, da befuhr der Betroffene im Januar 2014 bei trockener Fahrbahn mit seinem Pkw eine Bundesstraße und da war eben das Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h kombiniert mit dem Zusatzzeichen Schneeflocke. Das zeigt eben an besondere Gefahr von Bildung von Eis oder Schneeglätte. Und das OLG Hamm sagt eben hier, dass
bei einem Zusatzzeichen, bei dieser Kombination ist also die Geschwindigkeitsbeschränkung durch 274 eben stets beachtlich, also auch dann, wenn die Fahrbahn aus Sicht des Fahrzeugführers komplett trocken ist. Aber auch hier wird eben deutlich, dass es nur um die Erklärung für das Tempolimit ging. Der Betroffene, der trug hier vor, dass ihm die Geschwindigkeitsüberschreitung nicht vorgeworfen werden könne, weil eben keine winterlichen Straßenverhältnisse geherrscht hätten. Nach Auffassung des Gerichts soll das Zusatzzeichen bei sinn- und zweckorientierter Betrachtungsweise lediglich einen entbehrlichen Hinweis darauf enthalten, dass die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Gefahrenabwehr wegen möglicher winterlicher Straßenverhältnisse dient. Der Hinweis bezweckt nur die Information der Verkehrsteilnehmer über das Motiv der Straßenverkehrsbehörde für die angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung. Ein zur Erhöhung der Akzeptanz eines Verkehrszeichens angegebenes Motiv, wie vorliegend eben die Schneeflocke, kann eine Ausnahme von der Allgemeinverbindlichkeit der Regelung eines Verkehrszeichens nicht rechtfertigen. Und jetzt kommt es nochmal, der Umstand, dass die Fahrbahn zum Tatzeitpunkt nach den Feststellungen trocken war, berechtige nicht, eine höhere als die angeordnete Geschwindigkeit zu fahren. Ja, ob das Gericht auch so entschieden hätte, wenn eben der Betroffene im Hochsommer, im August, bei absolut trockener Fahrbahn unterwegs gewesen wäre, das darf bezweifelt werden. Und wie gesagt, diese Schneeflocke, die wird tatsächlich nur noch im Zusammenhang mit Gefahrenzeichen angeordnet, nicht mehr mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, da gibt es dann noch so ein paar weitere Zusatzzeichen, für die gilt es auch. Die führen zu Zweifeln, deswegen auch nur als Gefahrenzeichen angeordnet. Das wäre die Krötenwanderung, der Wildwechsel, aber eben auch Hochwasser. Dann gibt es die nächste Gruppe von Zusatzzeichen, die sollen eben nur gelten, wenn dann eine bestimmte Bedingung auch tatsächlich eintritt. So haben wir zeitliche Beschränkungen, aber es gibt auch andererseits Beschränkungen auf bestimmte Fahrzeugarten, also zum Beispiel Kfz über 3,5 Tonnen. Ja, und solche Zusatzzeichen kann man sogar kombinieren, so wie man es hier auf dem Schild sieht. Da haben wir also die 30 km/h gelten eben zwischen 22 und 6 Uhr, aber eben nur für Kraftfahrzeuge, die über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht haben. Und der Klassiker unter diesen Zusatzzeichen, die nur unter bestimmten Bedingungen gelten, das ist eben das Zusatzzeichen bei Nässe. Wann ihr das zu beachten habt, das haben wir euch schon in diesem Video ganz genau erklärt. Das könnt ihr euch auch gleich noch anschauen. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal.